Kommen wir nun zur Anhörung gemäß § 25 des Asylverfahrensgesetzes. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie wahrheitsgemäß die Tatsachen vortragen müssen, die Ihre Furcht vor Verfolgung oder die Gefahr eines Ihnen drohenden Schadens begründen. Belal sitzt in einem Büro vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Er ist aus Afghanistan geflohen und muss begründen, warum er in Deutschland bleiben möchte. Eine Situation, wie sie jeden Tag unzählige Male vorkommt und über das Schicksal eines Menschen entscheidet. Das Theater Lockstoff aus Stuttgart macht sie mit dem Stück Passworte öffentlich. In einem alten Schiffscontainer auf dem Parkplatz vom Theaterhaus hören sich die Zuschauer die Geschichte von Belal an. Grundsätzlich war für uns der Gedanke, dass wir ein wenig auch informieren wollten. Und zwar, wie geht es einem solchen geflüchteten jungen Menschen? Wir erzählen hier die Geschichte eines unbegleiteten Jugendlichen, Geflüchteten aus Afghanistan. Was widerfährt ihm hier? Wie funktioniert das, wenn er sich irgendwo dann mit einer, sagen wir, offiziellen Person dann auch auseinandersetzen muss? Und das ist nun einfach mal dieses sogenannte Interview, welches er führen muss. Die Straße war so unglaublich schlecht. Ich habe mich festgehalten, so gut es ging. Ganz plötzlich hörte das Rumpeln auf. Für eine Sekunde war ich erleichtert, aber dann war mir klar, dass wir durch die Luft schossen. Die Rolle von Belal spielen ebenfalls geflüchtete Jugendliche. Sie haben erlebt, wie es sich anfühlt, mit vielen anderen zusammen auf einer gefährlichen Reise zu sein. Im schmalen Schiffscontainer bekommen die Zuschauer eine Ahnung von den Zuständen der Reise. Das Lockstofftheater führt Passworte aber vor allem für junge Leute auf und bringt den Container auf Schulhöfe. Es steht ein Schauspieler da oben oder sitzt ein Schauspieler da oben, der genauso alt ist wie die Jugendlichen. Und man schaut sich vom Alter her in die Augen. Und ich glaube, genau das ist es, was so ergreifend auch ist für die Jugendlichen. Hey, das hätte ja auch mir ja auch passieren können. Oder andersrum, schau mal, wie alt er ist und wie alt ich bin. Ich könnte mir nicht vorstellen, als 15-Jähriger sowas schon hinter mich gebracht zu haben. Da ich der Jüngste war, musste ich als Erster hinein und ganz nach hinten. Sie füllten den Kofferraum mit 5 weiteren Personen, als wären wir Reisetaschen. Du fühlst dich wie eine Fliege, die gerade in der Hand eines Riesen zerquetscht wird. Als sie die Klappe schlossen, da war die Dunkelheit so stark, dass ich dachte, ich müsste ersticken. Ich habe gebetet. Ich habe geweint, ganz leise. Das Interesse an der Aufführung ist groß. Das Stück ist Teil eines breiten Angebots über das Thema Asyl in Stuttgart. Aber obwohl sich viele Menschen engagieren, kann niemand richtig nachvollziehen, was ein Flüchtling durchgemacht hat. Ob Belal Asyl bekommt, bleibt offen. Aber das, was er und alle anderen auf ihrer Reise erlebt haben, lässt niemanden ungerührt. Die Reaktionen der Schüler sind nicht überraschend, aber man kann durchaus sagen, dass, und ich mache meinen Job auch schon ziemlich lange, auch als Schauspieler und als Regisseur, ich hatte selten solche bewegende Momente innerhalb eines Stückes. Und zwar im Sinne von Ergriffenheit, von wirklich Berührtheit, ich denke von einer Sensibilität auch und auch Takt, was die Jugendlichen hier den jugendlichen Schauspielern entgegenbringen, wie ich es zuvor nie erlebt habe. Dann sind Assis und ich Zug gefahren, wie die Könige. Von Budapest nach Wien, von Wien bis hierher. Wir sind nicht kontrolliert worden. Nur die Fahrkarten haben sie vorschriftsmäßig abgestempelt. Sonst nichts. Die Polizei ist an uns vorbeigelaufen, hat uns mit den Blicken gestreift, aber hat wahrscheinlich nach jemand anderem Ausschau gehalten. Am Ende muss ich doch einen Schutzengel gehabt haben. Und wenn es Assis ist.